»6. Am nächsten Morgen erwachte Amy früher als gewöhnlich. Sobald sie die Augen aufgeschlagen hatte, musste sie an Zucker denken. Wie ging es ihm wohl heute? Sie warf die Bettdecke zurück, zog sich eilig an, lief die Treppe hinunter und trat hinaus auf den Hof. Die Pferde stellten die Ohren auf und wieherten zur Begrüßung, als sie an ihnen vorbeilief. Zucker lag noch immer in seinem Stall, die Beine unter den Leib gezogen, und er sah noch viel schmächtiger aus als am Tag zuvor. Amy entriegelte die Boxentür. Als sie sah, dass er weder Marsch noch Heu angerührt hatte, wurde sie mutlos. Sie kniete sich neben ihn. Für einen kurzen Moment schien es, als wolle er sich schwerfällig erheben. Sein Blick wurde klarer, doch im nächsten Augenblick sank sein Kopf zurück ins Stroh. Amy streichelte ihn zärtlich über die Mähne und strich ihm den Schopf aus den Augen. Mit einem tiefen Seufzer lehnte Zucker sein Maul auf ihre Knie. Vorsichtig massierten ihre Finger seine Ohren. Winzige, federleichte Kreise, zur Spitze hinauf und zum Ansitz hin zurück. Amy war so konzentriert, dass sie die Schritte nicht hörte, die sich im Stallgang näherten. »Hallo?« Sie sprang auf. In der Stalltür stand Lou und blickte sie an. Amys graue Augen weiteten sich vor Erstaunen. Lou war noch nie gekommen, um nach den Pferden zu sehen. Ihre Schwester seufzte. »Ich konnte nicht schlafen«, sagte sie, »und da habe ich dich gesehen, als du in den Stall gingst.« Sie betrachtete Zucker. »Wie geht's ihm?« »Er hat noch immer nichts gefressen«, antwortete Amy und versuchte, sich ihre Überraschung nicht anmerken zu lassen. Lou runzelte die Stirn. »Aber warum nicht? Er muss doch am Verhungern sein?« Lous Reaktion war logisch aus ihrer Sicht. Amy versuchte, die Lage zu erklären, so gut sie konnte. »Manchmal, wenn sie unter Schock stehen, dann fressen Pferde nichts. Und Zucker ist traumatisiert. Er kann nicht verstehen, warum er so lange Zeit eingesperrt war und warum man ihn hierher gebracht hat. Mrs. Bell war seine einzige Bezugsperson. Sie hat ihn wie einen Schoßhund behandelt, sich mit ihm unterhalten und ihn sogar bis in die Küche gelassen. Und jetzt ist Mrs. Bell fort, und ich glaube, alles andere interessiert ihn nicht. Das arme kleine Ding hat kein Zuhause mehr«, sagte Lou sanft. Einen Moment lang betrachtete sie Zucker, dann warf sie Amy einen respektvollen Blick zu. »Du weißt sehr viel über das Verhalten der Pferde, nicht wahr, Amy?« »Mom hat es mir beigebracht«, sagte sie. Sie schluckte. Einen Moment war sie wieder ganz in ihre eigenen Gedanken versunken. »Sein Zustand wird sich bessern, oder?« durchbrach Lou das Schweigen. Amy blickte auf das kleine Shetlandpony. Nur zu gern wollte sie selbst daran glauben, aber sie konnte die Gefahr, in der Zucker schwebte, nicht verleugnen. Lou bemerkte Amys Zögern. »Warum nur verursachen Pferde immer solch gewaltigen Kummer?« fragte sie bitter. »Nicht immer«, entgegnete Amy und blickte sie an. »Meistens geben sie den Menschen, die sie lieben, eine Menge Liebe zurück.« »Mag sein, aber sie nehmen einem noch viel mehr«, widersprach Lou eisig und lief davon. »Lou wird es niemals verstehen«, dachte Amy. Dann schüttelte sie ihren Kopf und machte sich erneut daran, Zuckers Ohren zu massieren. Um 6 Uhr verließ Amy das Pony und begann, die Morgenration zusammenzustellen. Auf Zuckers Marsch gab sie eine Handvoll getrocknete Pfefferminzblätter, in der Hoffnung, dass sie seinen Appetit anregen würden.
aber als sie ihm den Futtereimer in die Box stellte, wandte er seinen Kopf ab. Amy seufzte und fütterte die anderen Pferde. Sie würde es mit etwas Neuem probieren müssen. Nachdem sie die Wassereimer gefüllt und Sundance, da bei ihrem Anblick vor Freude laut wieherte, etwas Aufmerksamkeit gewidmet hatte, lief sie ins Haus, um selbst zu frühstücken. Lou war gerade am Telefon. Der Großvater saß am Tisch und trank Kaffee. Amy kriegte die Turnschuhe von den Füßen und warf sie in die Ecke, während sie sogleich von Sugar zu erzählen begann. Lou hielt ihre Hand über die Sprechmuschel. »Kannst du nicht etwas leiser sein?« zischte sie. »Ich versuche gerade, mich zu unterhalten.« »Es ist Karl«, gab der Großvater Amy zu verstehen. »Oh«, sagte sie, völlig unbeeindruckt. Sie goss sich etwas Orangensaft in ein Glas und setzte sich an den Tisch. »Ja, ich weiß«, sagte Lou. »Ich vermisse dich auch.« Amy zog eine Grimasse in Großvaters Richtung. Er runzelte die Stirn, aber sie konnte den Spott in seinen Augen deutlich erkennen. Vermutlich mochte er Karl genauso wenig wie sie. »Ich weiß, aber es ist alles so schwierig«, sagte Lou. Dann gab es eine Pause. »Ja, bald, versprochen.« Sie sah über die Schulter, und da sie Emils Blick bemerkte, drehte sie ihr den Rücken zu. »Im Augenblick kann ich gerade nicht reden, aber ich verspreche dir, dass es nicht für lange sein wird.« Sie hielt inne und sagte zärtlich, »Ja, ich dich auch. Tschüss.« Lou legte den Hörer auf und dabei fiel der Blick auf Amys Turnschuhe. »Amy, musst du immer alles herumliegen lassen?« »Ich geh doch gleich wieder«, protestierte Amy. »Was sagt Karl denn so?« erkundigte sich der Großvater, während Lou die Schuhe forträumte. »Ihm geht's gut, danke.« Sie lächelte. »Er will wissen, wann ich wieder zurückkomme.« »Zurück?« echote Amy, und der Orangensaft, den sie in der Hand hielt, schwappte über. »Aber ja doch«, Lou runzelte die Stirn. »Du hast doch nicht etwa geglaubt, dass ich hier bleiben würde? Ich lebe in Manhattan. Dort habe ich Karl, einen Job und mein Apartment.« Amy wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie hatte noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Sie hatte es einfach für selbstverständlich gehalten, dass ihre Schwester bei ihnen bleiben würde. Lou bemerkte Amys Verblüffung und versuchte, sie zu beruhigen. »Mach dir keine Sorgen. Ich werde euch nicht völlig im Stich lassen. Ich werde mich auch weiterhin um den ganzen Papierkram kümmern. Das kann ich abends erledigen. Und ich stelle euch einen Arbeitsplan auf.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Großvater und du, ihr müsst in Zukunft nur ein bisschen praktischer handeln.« »Praktischer?« wiederholte Amy und warf einen Blick in Großvaters Richtung. Sie hatte das deutliche Gefühl, dass ihr Lous Pläne nicht gefallen würden. »Ja, praktischer«, sagte Lou bestimmt, sammelte die Frühstücksteller ein und stellte sie auf der Spüle ab. »Wir müssen hier eine ganze Menge ändern.« Sie warf einen Blick durchs Fenster. »Da kommt jemand. Ich glaube, es ist Matt.« Sofort verdrängte Amy Lous praktische Pläne aus ihrem Kopf und rannte zum Fenster. Lou hatte recht. Es war wirklich Matt. Das Frühstück war vergessen. Amy zog ihre Schuhe wieder an und lief durch die Hintertür hinaus. Als der Junge sie sah, winkte er ihr zu. »Hallo, du Fremde«, rief er. »Matt«, rief Amy zurück. Seit der Geburtstagsparty hatte sie keinen ihrer Freunde mehr gesehen. »Was führt dich denn hierher?« Matt kam heran. »Ich wollte dich besuchen. Ich dachte, du könntest vielleicht ein bisschen Gesellschaft vertragen.« Seine Stimme wurde leiser, dann betrachtete er sie sorgenvoll. »Wie geht es dir?« »Ganz okay«, sagte Amy schnell.
Einen Moment lang glaubte sie, dass Matt sie umarmen wollte. Schnell fing sie an, von Sugar zu berichten. »Ich weiß, Scott hat mir von ihm erzählt«, sagte Matt. »Kann ich ihn sehen?« »Sicher, er ist im hinteren Stall untergebracht«, erwiderte Amy. Matt folgte ihr zu dem rückwärtigen Stallgebäude. Als er sah, in welch jämmerlichen Zustand sich das Pony befand, pfiff er leise die Zähne. »Er sieht wirklich schlecht aus. Ich habe schon alles Mögliche versucht, um ihn zum Fressen zu bewegen, aber nichts hat geholfen«, erklärte ihm Amy. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich noch einmal einen Blick in Mams Bücher werfe.« Während sie einen ganzen Stapel von ihnen aus dem Regal in der Sattelkammer nahm, erklärte Amy. »Ich glaube, ich werde es mit ein bisschen Wermutkraut probieren. Es soll Appetit anregend wirken, und wir haben es in unserem Kräutergarten.« »Wenn du willst, geh los und hol was davon. Ich kann ja in der Zwischenzeit hier weiterlesen und herausfinden, ob noch etwas anderes wirken könnte«, sagte Matt und schlug das oberste Buch auf. »Meinst du wirklich?«, fragte Amy. »Ja«, sagte Matt und blätterte durch die Seiten. »Ich mag solche Bücher. Ich halte sehr viel von alternativen Heilmethoden.« Er grinste sie an. »Und überhaupt, ich möchte mich irgendwie nützlich machen.« Als Amy zurückkam, hatte Matt schon einige Notizen auf einen Zettel gekritzelt. »Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Appetit anzuregen«, berichtete er ihr. »Aber ein Sud aus Wermutblättern scheint am wirkungsvollsten.« »Na, dann hoffen wir mal, dass es stimmt«, sagte Amy und füllte den Kessel. Sie rupfte eine Handvoll Blätter klein und gab sie in kochendes Wasser. Dann ließ sie den Sud 15 Minuten lang ziehen und trug ihn anschließend in den Stall. Sugar hob nicht einmal den Kopf, als sie in die Box traten. Amy kniete sich neben ihnen ins Stroh, aber so sehr sie sich auch bemühte, Sugar war nicht zu bewegen, auch nur einen einzigen Tropfen zu trinken. »Wenn er wenigstens probieren würde«, sagte Amy. »Komm schon, Sugar.« Aber das kleine Pony blieb regungslos liegen. Es wirkte völlig apathisch. »Wir könnten ihm den Sud auch mit einer Spritze einflößen«, schlug Matt vor. Aber Amy schüttelte nachdenklich den Kopf. »Wenn er die Nahrungsaufnahme insgesamt verweigert und auch diesen Sud aus Wermutblättern, sagt er uns damit, dass es nicht das ist, was er braucht.« Matt runzelte die Stirn. »Aber wenn es ihm noch hilft, sollten wir es wirklich versuchen.« Wieder schüttelte Amy den Kopf. »Du musst dem Pferd vertrauen, ihm zuhören.« Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. Sie stellte sich vor, wie Mom so da stand und genau dasselbe sagte. »Höre dem Pferd zu«, vernahm Amy die sanfte Stimme ihrer Mutter in Gedanken. »Es weiß, was es braucht.« Dann sah sie in Matts Gesicht und bemerkte, dass er sie nicht verstand. »Komm schon«, sagte sie und erhob sich wieder. »Wir müssen nach anderen Möglichkeiten suchen, wie wir ihm helfen können.« Aber ganz gleich, was sie auch probierten, Sugar wandte seinen Kopf jedes Mal ab. Amy hatte noch nie erlebt, dass ein Pferd so beharrlich jegliche Nahrung verweigerte. Ihre Angst wuchs. Irgendetwas musste es doch geben, um Sugar zu helfen. Um die Mittagszeit schaute Scott vorbei. Mit einem Blick auf den vollen Futtereimer erkannte er, was los war. »Er hat also noch immer nichts gefressen«, sagte er zu Amy und Matt. Amy schüttelte den Kopf und berichtete, mit welch unterschiedlichen Heilkräutern sie es versucht hatten. »Aber er hat gar nichts von all dem angerührt«, sagte sie. »Was kann ich jetzt noch tun, Scott?« Scott rieb Sugar sanft den Hals. »Ich schlage vor, dass du es einfach weiter versuchst.« Er blickte besorgt. »Seine Abwehr ist schon sehr geschwächt.
Bald können weitere Probleme dazukommen. Eine Lungenentzündung vielleicht. Er stand auf und klopfte sich das Stroh von der Kleidung. Komm, gönnen wir ihm einfach ein wenig Ruhe. Möchtet ihr etwas trinken? Fragte Amy, als sie über den Hof liefen. Scott nickte. Danke, gern. Sie ging ins Haus. Amy ließ ihr Sweatshirt auf den Küchenboden fallen. Etwas Limonade? Fragte sie und ging zum Kühlschrank. Gern, sagte Matt. Scott nickte. Ja, bitte. Dann warf er einen Blick auf den Tisch, wo zahlreiche Formulare und Quittungen fein säuberlich aufgestapelt waren. Da ist jemand aber ganz eifrig bei der Sache. Amy reichte Scott und Matt je eine Dose Limonade. Dann öffnete sie eine für sich. Setzt euch doch, sagte sie und schob achtlos die Papiere mit dem Arm zur Seite. In diesem Moment betrat Lou die Küche. »Pass auf, die Papiere!« schrie sie, doch Amy hatte ihre Dose bereits darauf abgestellt und ein dicker, nasser Ring zeichnete sich ab. »Amy!« Lou war wütend und schnappte sich die Dose. »Diese Papiere sind wichtig!« Dann fiel ihr Blick auf Amys Sweatshirt. »Musst du deine Klamotten denn immer einfach auf den Boden schmeißen?« »Tut mir leid«, erwiderte Amy. Lou seufzte. »Hoffentlich hältst du wenigstens ein bisschen Ordnung, wenn Karl zu Besuch kommt.« »Karl?« wiederholte Amy. »Er kommt hierher?« »Ja, wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten. Er wird uns in 2 Wochen besuchen.« »Na toll«, murmelte Amy. Lou beachtete sie nicht weiter und wandte sich an Scott, der noch immer neben dem Kühlschrank stand. »Hallo«, sagte sie freundlich. »Wie geht's dir, Scott?« »Danke, gut«, antwortete er reserviert. »Vielleicht kannst du mir helfen. Kannst du ein gutes Restaurant, in das ich mit Karl zum Essen gehen kann?« »Also, wenn ich in Manhattan wäre, hätte ich damit ja kein Problem.« Sie lachte. »Dort gibt es sowas an jeder Straßenecke. Aber hier, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du in dieser abgelegenen Gegend klarkommst.« Sie betrachtete Scott. »Kannst du mir irgendetwas empfehlen?« »Nicht wirklich«, gab Scott knapp zurück. »Ich habe kaum Zeit, auswärts zu essen.« Amy sah ihn überrascht an. Normalerweise war Scott ziemlich gesprächig. »Oh, in Ordnung.« Lou wirkte ein wenig verwirrt. »Schon gut, ich werde in einem Restaurantführer nachlesen oder Großvater fragen.« Scott wandte sich zu Amy. »Ich gehe jetzt besser. Ich werde morgen wieder vorbeischauen.« Dann blickte er zu Matt. »Und du? Kommst du mit oder bleibst du noch?« »Ich komme mit«, sagte Matt. »Ich habe Dad versprochen, ihm heute Mittag noch ein wenig im Garten zu helfen.« Er blickte zu Amy. »Ich schaue bald wieder vorbei, okay?« »Okay«, sie lächelte. Scott nickte Lou einen brüskigen Abschiedsgruß zu und ging dann mit langen Schritten zu seinem Wagen. Matt folgte ihm. Als Amy im Türrahmen stand und den beiden nachblickte, runzelte sie die Stirn. Was war nur los mit Scott? Seine abweisende Haltung Lou gegenüber war überdeutlich und beinahe schon unhöflich. Das sah ihm überhaupt nicht ähnlich. »Verstehe ich nicht«, murmelte sie und lief zurück ins Haus. Vielleicht fiel es ihm schwer, mit Leuten umzugehen, die Pferde nicht so liebten und verstanden wie er. Amy machte sich ein Sandwich und ging dann auf den Hof. Es gab so viel zu tun. Die Ställe mussten ausgemästet und gesäubert, die Pferde alle geputzt werden, und das war nur der Anfang. Die Tiere brauchten dringend Bewegung. Mit einigen von ihnen musste auf dem Radplatz gearbeitet werden, und alle brauchten Zuwendung. Sundance war so froh darüber, Amy wiederzusehen, dass er jedes Mal, wenn er sie auf dem Hof bemerkte, freudig zum Zaun galoppiert kam,
um sich ein Leckerbissen abzuholen. Bei Pegasus blieb Emmy stehen, um ihn mit der Rinde ihres Sandwiches zu füttern. Und zum ersten Mal dachte sie darüber nach, wie sie, Granbe und Hai, es wohl schaffen würden, die ganze Arbeit, die die vielen Pferde mit sie brachten, zu bewältigen. Zum Glück hatten die Sommerferien gerade erst begonnen und sie konnte ihre ganze Energie auf Heartland konzentrieren. Die Pensionspferde, all jene, die man zur Korrektur nach Heartland gebracht hatte, waren nach dem Unfall Marians zu ihren Besitzern zurückgegeben worden. Aber noch immer standen 8 Pferde und 7 Ponys in den Ställen, die versorgt werden mussten, und für viele von ihnen galt es, ein neues Zuhause zu finden. Amy klopfte Pegasus Hals. Würden sie das alles schaffen? Sie überlegte weiter. Es wäre wohl das Beste, mehr Pferde die ganze Zeit über auf die Weide zu stellen, anstatt sie in Boxen zu halten. Auf diese Weise würde die Stallarbeit weniger werden und Tai und sie könnten mehr Zeit damit verbringen, mit jenen Pferden zu arbeiten, die ihre besondere Aufmerksamkeit brauchten. Aber was würde geschehen, wenn im Herbst die Schule wieder anfing? Und im Winter, wenn es zu kalt sein würde, um die Pferde draußen zu lassen? Sie würden noch jemanden beschäftigen müssen, aber sie konnten es sich nicht leisten, einen weiteren Stallburschen anzustellen. Wenn Ludolf wenigstens bleiben würde. Wir werden es schon schaffen, dachte Amy laut. Immerhin hatte sie es in der Vergangenheit ja auch immer wieder geschafft. So manche Durststrecke auf Heartland war schon bewältigt worden. Am Ende hatte sich das Blatt immer wieder zum Guten gewendet. Sie klopfte Pegasus ein letztes Mal den Hals, dann lief sie los, um Tal zu suchen. Der war gerade dabei, in der Futterkammer die Heunetze zu füllen. Amy erzählte ihm von ihrem Plan, im vor ihnen liegenden Sommer mehr Pferde auf die Weide zu stellen. Das ist eine gute Idee, sagte er, hielt in seiner Arbeit inne und verschränkte die Arme. Wir müssen unsere Arbeitsbelastung tatsächlich reduzieren. An welche Pferde hast du denn gedacht? Nun ja, Shake, Moshi. Sie wurde vom Läuten des Telefons unterbrochen, das aus den offenen Küchenfenstern über den Hof schallte. Ich geh ran, sagte sie. Rasch rannte sie ins Haus hinüber. Lou und der Großvater waren zusammen einkaufen gefahren. Heartland? Keuchte Amy. Hallo? Die Stimme eines Mannes erklang am anderen Ende der Leitung. Mein Name ist Nick Halliwell. Ich rufe an, weil mir eines meiner Pferde große Sorgen macht. Vielleicht können Sie mir ja helfen. 10 Minuten später lief Emmy zurück zum Stall. Tai war fertig mit seiner Arbeit und kehrte jetzt die Heubüschel auf dem Gang zusammen. Irgendjemand Besonderes? Fragte er und stützte sich auf den Besen. Ja. Amy sah auf ihre Hände. Ein Mann, wegen einem Pferd. Ein Notfall? Nein, ein Pferd, das sich nicht in den Transporter verladen lässt. Oh, Tai kehrte emsig den Boden. Hast du jemand anderen vorgeschlagen? Vielleicht Pferdefarm? Die sind zwar etwas weiter weg, aber sie sollen ganz in Ordnung sein. Als Amy nichts darauf erwiderte, blickte Tai hoch. Amy, du hast doch nicht. Sie nickte ziemlich betroffen. Ich habe gesagt, dass er das Pferd bringen kann.